Tonales Buzzing, das ist der Inhalt dieses Videos. Ich zeige dir heute erste Übungen und welche du genau machen kannst, damit du auch ins tonale Buzzing starten kannst. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video rund ums Trompetespiel. Mein Name ist Nico von Nico-Leikam Trompetentraining. In den vergangenen Videos haben wir uns immer mit der Funktion des Buzzings beschäftigt. Das heißt Lippenspiel, Lippensummen, Mundstückspiel, Buzzern. Aber natürlich kann man noch viel mehr machen. Wir gehen jetzt heute ins tonale Buzzern. Das heißt, wir werden uns Töne zu Hilfe nehmen auf dem Keyboard, auf dem Klavier und versuchen mit dem Buzzer, mit dem Mundstück dementsprechend diese Tonhöhen auch zu spielen. Das hat den Vorteil, wir bekommen ein gutes Gefühl für die Tonabstände, also für die Intervallik. Wir spielen insgesamt sehr locker. Das heißt, es ist keine Übung, wo wir uns richtig fertig machen. Und wir schulen natürlich auch unser Gehör, damit wir dementsprechend natürlich auch am Endeffekt damit weniger Kraft auf der Trompete spielen können und das Ganze natürlich dann auch noch von der Intonation her wesentlich verbessert. Also gehen wir gleich los. Ich nehme ja ganz einfach die Töne C bis G1, ne? Tonleiterartig, also C, D, E, F, G, F, E, D, C. Und der erste Schritt wäre jetzt mit dem Buzzer, mit dem Mundstück, diese Töne zu spielen. Dafür schraube ich aber das Tempo richtig nach unten. Ein zweiter Schritt mit dieser Übung wäre jetzt, ich schlage nur das C an, spiele auf dem Buzzer, auf dem Mundstück nach oben bis zum G, schlage dann diesen Ton an als Kontrollton und wenn ich jetzt nach unten spiele, dann als Kontrollton auch wieder das C. Los geht's. Achtet immer darauf, dass ihr locker spielt, also nicht das Mundstück oder den Buzzer zu stark gegen eure Lippen drückt. Das Ganze soll sehr locker passieren und natürlich mit einem konstanten Luftstrom, damit die Töne auch immer vernünftig klingen, so wie es letztendlich dann später am Instrument ja auch sein sollte. Wir intensivieren die Übung noch um einen weiteren Schritt und gehen jetzt in die Dreiklänge rein. Das heißt, wir spielen C, E, G, E, C. Wieder mit Liegeton. So, und jetzt machen wir eine Kombination aus beidem. Das heißt, wir haben folgende Tonfolge. C, E, D, F, E, G, F, D, C. Jawohl. Der nächste Schritt ist, wir gehen über die ganze Oktave. Das heißt, wir haben den Dreiklang C, E, G und dann hinterher noch das C2 oben. Jetzt mit dem Mundstück natürlich. Und jetzt die Lücken auch aufgefüllt. Das heißt, wir spielen die Tonleiter hoch und auch wieder nach unten. Und das wäre der erste Schritt zum tonalen Buzzing. Das heißt, erst nur ein paar Töne. Die 5 Töne, die Quinte ganz am Anfang.
dann das Dreiklangspiel, dann die Kombination aus beidem und dann machen wir letztendlich den Schritt zur kompletten Oktave. Das natürlich auch wieder in Form von Dreiklängen und in Form von dieser C-Dur-Tonleiter. Wir gehen jetzt noch einen Schritt weiter und starten oben beim C2 und gehen dann tonal auch 3, 4 Töne nach oben. Das heißt, wir spielen C2, und transferieren sozusagen die Übung, die wir vorher hatten, jetzt eine Oktave nach oben. Los geht's. Ihr habt gemerkt, ich habe gerade eben oben beim G2 den Finger von dem Loch nehmen müssen. Wenn ich den Finger auf dem Loch habe, dann klingt oben das G2 zu tief. Deswegen muss ich eine Wippbewegung bzw. den Finger vom Loch nehmen und beim F kann ich den wieder drauflegen. Dementsprechend ist natürlich dann der Ton auch auf dem Buzzer wieder da. Also da kann man ruhig ein bisschen rumexperimentieren, muss auch rumexperimentieren, damit man den Ton richtig trifft. Also je nachdem, so eine kleine Kippbewegung reicht auch schon aus, damit das Loch aufgeht. Oder man nimmt den Finger hoch wie beim Blockflötelspiel. Dann ist da auch überhaupt kein Problem, dass der Ton auf dem Buzzer drauf ist. Das war's zu diesem ersten Video zum tonalen Buzzing. Wir werden in Zukunft noch ein paar mehr Übungen machen, diese natürlich intensivieren und auch ordentlich ausbauen, damit wir unser Buzzerspiel, unser Mundstückspiel noch weiter intensivieren und dementsprechend fitter auf unserem Instrument werden. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video zum Buzzern, zum Mundstückspiel, zum Buzzing im Allgemeinen weiterhelfen, dir Übungen bzw. Ideen gezeigt zu haben, wie du tonal auf dem Keyboard und dem Buzzer auf dem Mundstück spielen kannst, was du genau üben kannst. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompete spielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.